Puzzle Games hatten für mich schon immer eine magische Spannung an sich, in einer Form, die ich bei anderen Spielen nie verspürt habe. Als ehemaliger Krimispieleautor waren Puzzle Games quasi meine Eintrittskarte in Game Design und bilden auch jetzt noch für mich das spannendste Genre. Egal ob es darum geht, einen kniffligen Fall zu knacken oder den Ausgang zu einem Escape Room zu finden. Es hat etwas immens Stimulierendes an sich, eine Lösung zu einem Problem zu finden, das man zuvor als unmöglich angesehen hatte. Aber kein Spiel hat mich jemals so sehr mit seiner immer expandierenden Bibliothek an Mechanics in Kombination mit brillantem Leveldesign und umwerfenden Twists überrascht, wie der Schiebepuzzler Baba Is You aus dem Jahr 2019. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie dieses Spiel es immer wieder schafft, sich durch seine genialen Lösungen selbst zu übertrumpfen und warum es ein starker Kandidat für mein Lieblingsspiel ist. Auf diesem Kanal findest du wöchentliche Videos rund um das Thema Game Design. Abonniere gerne den Kanal, um über weitere Videos informiert zu werden und gebe dem Video gerne einen Daumen nach oben, um es zu unterstützen. Kurzer Spoiler-Alert zu Beginn: Als Puzzle-Game hängt Baba Is You quasi an einer Lösung für jedes seiner Level, die, wenn sie einmal gesehen worden sind, eventuell nicht mehr aus einem Gedächtnis gelöscht werden können. Dieses Video ist rein analytisch, sodass ich nicht umher kann, als einige Lösungen zu zeigen. Allerdings wird sich der Großteil des Videos auf den Anfangsbereich des Spiels beziehen, welcher das Grundkonzept des Spiels erklärt und größtenteils No-Brainer-Puzzle enthält, die ich persönlich nicht als Spoiler einstufen würde. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich 2 größere Puzzles analysieren, wo ich die Lösungen im Detail schildere. Diese bilden 2 von insgesamt über 200 Leveln und aus meiner persönlichen Erfahrung vergesse ich die Lösung zu Puzzles, so genial die Twists auch sind, ohne ausreichend Kontext zu den Mechanics zu haben, sehr schnell wieder, wenn ich ein Video auf YouTube angucke. Wenn du sie dennoch überspringen möchtest, kannst du die entsprechend markierten Sections in der Videoleiste überspringen. Oder du schließt das Video komplett, kaufst dir Baba Is You für 20 € im Nintendo eShop oder auf Steam, spielst es und kommst dann wieder zurück zu diesem Video. Du wurdest gewarnt. Baba Is You ist ein top-down rasterbasierter Schiebepuzzler, der auf dem japanischen Kistenschieber Sokoban aufbaut. Wir können dieses kleine Schaf frei auf dem Level umherbewegen und Elemente in verschiedene Richtungen verschieben, wenn wir von der gegenüberliegenden Seite in sie hineinlaufen. Klingt zunächst vielleicht nicht unbedingt nach dem atemberaubendsten Gameplay. Die Erneuerung zu Sokoban macht das Ganze schon deutlich interessanter. Nämlich findet man in jedem Level Regeln, die auf dem Bildschirm ausgeschrieben sind. Die Regel Baba Is You bedeutet beispielsweise, dass wir dieses kleine Schaf steuern können. Rock is Push bedeutet, dass wir den Stein verschieben können und Flag is Win informiert uns darüber, dass das Berühren einer Fahne unsere Zielbedingung ist. Aber hier kommt der Twist. Diese Wörter sind selbst Elemente, die verschoben werden und neu aneinandergereiht werden können, um komplett neue Regeln zu erschaffen. Brich die Regel Wall is Stop und du kannst durch Wände laufen. Forme die Regel Flag is Baba, um eine weitere Instanz steuern zu können. Oder baue die Regel Rock is Win, um den Stein zu deiner Zielbedingung zu machen. Das ist die Grundprämisse für über 200 verschiedene Level, welche über dieses Konzept die genialsten Twists kreieren, die ich in der Puzzlewelt jemals gesehen habe. Das Leveldesign bietet die Grundlage für augenöffnende Momente, die dir mit jedem Schritt eine neue Facette einer Mechanik beibringen. Das fängt schon gleich in der ersten Welt an. Das erste Level besteht aus einem geraden Weg, der Baba zur Zielfahne führt. Die Regeln sind ausgeschrieben und der Spieler könnte theoretisch zu ihnen gehen und mit ihrer Anordnung herumspielen. Aber es ist ein zu großer Umweg, als dass es ihn wirklich kümmern würde. Im darauffolgenden Level muss der Spieler erstmals mit den Bausteinen der Regeln interagieren. Zunächst muss Wall is Stop gebrochen werden, um aus dem Anfangsbereich zu kommen, bevor Flag is Win zusammengesetzt werden kann, um die Zielbedingungen zu schaffen. Das ist das Herz des Spiels. Regeln brechen und wieder neu zusammensetzen. Und dieses Anfangslevel verdeutlicht das perfekt. Die Genialität des nächsten Levels liegt darin, dass es eine exakte Kopie des vorherigen Levels ist. Nur, dass keines der Elemente die Erwartungen erfüllt, die der Spieler an sie richtet. So spielt man beispielsweise in diesem Level als die Mauer, während die Flaggen dir hingegen den Weg versperren. Auf diese Weise lernt der Spieler, dass keines der Objekte in diesem Spiel einen intrinsischen Wert besitzt, sondern er die Regeln des Spiels quasi selber programmieren muss, um Elementen Eigenschaften zu verleihen, die ihnen zum Sieg verhelfen können. Die darauffolgenden Level bauen etwas auf dem Prinzip des letzten Levels auf, indem der Spieler Wörtern Eigenschaften zuordnen muss, die nicht unbedingt mit ihnen assoziiert werden. So ist hier beispielsweise das vermutete Ziel, die Flagge, unerreichbar und die Win-Qualität muss auf den Stein übertragen werden. Und hier wird die Schiebequalität auf die Lava übertragen, um den Fluss brechen zu können und ganz einfach die Fahnenstange erreichen zu können. Besonders gut gefällt mir das 6. Level, in dem klar gemacht wird, dass die U-Qualität nicht nur Baba, sondern auch allen anderen Objekten zugeordnet werden kann, sodass der Spieler wirklich jedes einzelne Objekt in diesem Spiel kontrollieren kann.
Und durch das Level Grassyard wird dir gezeigt, dass ein Is-Block für 2 Regeln gleichzeitig, eine horizontal und eine vertikal fungieren kann. Und auf ähnliche Art und Weise bringt dir das Spiel mit weiteren Kniffen stets neue Mechanics bei. Auf der Map tun sich mit der Zeit mehr und mehr neue Areale auf und es werden mit der Zeit immer mehr Objekte, Qualitäten und sogar Verben eingeführt. So ist der Spieler nicht nur daran gebunden, Objekten Qualitäten zu geben, sondern kann auch Objekte miteinander verbinden. Durch das Has-Verb spawnt ein Objekt ein anderes Objekt, welches es in sich trägt, sobald es zerstört wurde. Auch Konjunktionen wie zum Beispiel and werden eingeführt, um gleichzeitig mehreren Objekten dieselbe Qualität verschreiben zu können. Alle diese Mechanics wurden bis ins Detail von Game Designer Taikari untersucht und erforscht, um bestmögliches Leveldesign mit den umwerfendsten Twists zu kreieren. Wie genau wird nun ein Puzzle erstellt, das dem Spieler einen so augenöffnenden Moment bieten soll? Designer Taikari erklärt, dass er versucht, einen cleveren Trick zu finden, der aus einer Kombination von den Wörtern, die er programmiert hat, entstehen könnte. Dieser geht meistens gegen die Erwartungshaltung des Spielers oder tut eine neue Facette einer Mechanik auf, die bisher noch nicht angewandt wurde, sogenannte Mechanic Research Puzzles. Wichtig ist, dass es dem Spieler in einem Spiel mit so vielen potenziellen Kombinationsmöglichkeiten nicht ermöglicht ist, durch das Anordnen von Wortblöcken einfache Lösungen zu schreiben. Vielmehr muss der Designer gewisse Restriktionen auf ihn ausüben. So sind beispielsweise viele der Wörter gegen Wände geschoben oder ganz von dem Bewegungsraum des Spielers abgegrenzt. Außerdem sind die Level in verschiedene kleine Checkpoints unterteilt, um das Puzzle verdaubarer zu machen und den Spieler direkt von Beginn an sehen zu lassen, was das Rätsel ungefähr von ihm erwarten könnte. Ebenso sind keinerlei Red Herrings in die Level eingebaut, also irrelevante Wörter oder Objekte, die nur zur Ablenkung dienen, wie es beispielsweise in vielen Krimispielen der Fall ist. Tatsächlich trägt wirklich jedes Element des Rätsels in der ein oder anderen Weise zur Lösung bei und es ist dem Spieler überlassen, wie er die Elemente ausrichtet, um an die Lösung zu kommen. Die Schwierigkeit des Rätsels wird somit sehr organisch erzeugt. So sieht beispielsweise das Ganze in dem Level Unreachable Shores aus, das auf dem zuvor erwähnten Has-Verb aufbaut. In diesem Level kontrolliert der Spieler diese orangene Kreatur namens Keke und muss auf die andere Seite des Flusses zur Zielfahne gelangen. An der Oberseite des Bildschirms sieht der Spieler ein Haus, das mehrere Wörter beinhaltet, mit denen er eventuell weitere Regeln produzieren könnte. Allerdings versperrt dieser Wasserfleck ihm den Weg. Wenn wir diese Kiste hier auf den Wasserfleck schieben, verschwindet er zwar, allerdings erscheint aufgrund der Regel Box Has Love dieses Herz an seiner Stelle. Die Regel Love is Defeat macht es uns unmöglich, das Haus zu betreten. Ein ziemlicher Haken. Der Spieler muss hierbei über seinen Tellerrand hinausschauen und nach einigem Ausprobieren erkennt er vielleicht, dass die Wörter Keke und Box vertauscht werden können. Somit steuern wir nun die Box und können Keke in den Wasserfleck schieben, welcher nichts enthält und somit für uns auch kein Hindernis darbietet. Somit haben wir als die Box nun Zugang zum Haus, unserem ersten Checkpoint. Aber wie gelangen wir nun über den Fluss an unser Ziel? Hier kommt der Twist. Bisher wurde das Has-Verb nur mit 2 unterschiedlichen Objekten verwendet, wie zuvor Box Has Love. Indem der Spieler nun diese Annahme bricht und die Regel Box Has Box formt, kann er den Fluss überqueren, damit jeder zerstörten Kiste eine neue generiert wird. Genial. Ein weiteres Beispiel ist das Level Installation, das dem Spieler die Swap-Mechanik beibringt, welche 2 Objekte beim Aufeinandertreffen miteinander Position tauschen lässt. Das Level wirkt zunächst ziemlich überwältigend. Wir steuern Baba und haben die Möglichkeit, Keke zu verschieben. Durch die Regel Skull is Move and Swap sowie dem Skull Block in unserer Zelle können wir uns erschließen, dass wir Keke in einen Schädel verwandeln müssen. Sobald wir dies tun, müssen wir allerdings innerhalb von 3 Zügen von der Swap-Fähigkeit Gebrauch machen, da der Satz ansonsten von diesem Schädel gebrochen wird. Wörter können innerhalb unserer Zelle in die Wand geschoben werden, um neue Wortblöcke unter den Satz schieben lassen zu können allerdings, da sie geschmolzen werden, wenn wir dies tun, nicht wiederverwendet werden. Die Bedingung Flag is Win ist samt der Flagge außerhalb unserer Zelle, was darauf hinweist, dass wir wahrscheinlich aus unserem Gefängnis herausbrechen müssen. In der linken unteren Ecke befindet sich außerdem ein Schalter, der heiße Wände in feste Blöcke umwandelt, wenn wir ihn umlegen. Und das Wort Up in unserer Zelle lässt uns erahnen, dass wir irgendein Element nach oben wenden müssen, ob das nun Keke, Baba oder der Skull ist. Dieses Setup bildet ein Level mit sehr vielen Variablen und einem sehr großen Spielraum, dessen Schwierigkeit darin besteht, den Spieler herausfinden zu lassen, wann genau welches Element zum Zug kommen wird. Ich hatte während meines Lösungsversuchs angenommen, dass der Schädel verwendet werden muss, um ein Regelteil aus der Regel zu lösen und wieder zu verwenden, besonders aufgrund der Prominenz der Swap-Mechanik. Ich hatte mir diese Denkweise so eingetrichtert, dass ich einen ganzen Monat an diesem Level saß und schließlich aufgegeben habe und in einer Komplettlösung nachgeschaut habe, um zu erfahren, dass dies die richtige Lösung ist. Keke wird zunächst in die Mauer hineingeschoben, bevor die Regel Kekes abgebildet wird. Der Spieler muss dann den Schalter umlegen und die Wände festmachen, bevor er die Regel Kekes Skull bildet. Durch die Swap-Mechanik wird seine Position mit der des Schädels auf der Mauer getauscht und über die Mauer gelangt er ins Ziel.
Baba Is You hat hunderte weitere dieser cleveren Level zu bieten. Ich hoffe, dass du diesem Spiel eine Chance gibst und dich von seiner Einzigartigkeit verblüffen lässt. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Auf diesem Kanal gibt es jeden Sonntag um 15 Uhr ein Video zum Thema Game Design. Also lasst das Abo da und teilt das Video mit euren Freunden, um sie auch über Baba Is You zu informieren. Schaut euch auch gerne diese beiden Videos an, in denen ich über meinen letzten Game Jam sowie mein Leben an einer Game Design Universität berichte. Klickt drauf und wir sehen uns in einem der beiden Videos. Bis dann!